Zum 11. Mal kommt Elvis nach Las Vegas, wird er wieder die gleichen Songs bringen, wieder die gleiche Show, die wir schon seit Jahren kennen. So war es in Zeitungen und bei Musikkritikern im Sommer 1974 zu lesen, als Elvis kurz vor seinem 11. Las Vegas Engagement stand. Und für Elvis war das aufrüttelnd, denn das wollte er sich einfach nicht nachsagen lassen. Und deshalb kam es zu einer, was die ganze Karriere von Elvis Presley betrifft, besonders die in den 70er Jahren, zu einer äußerst spannenden und interessanten, kompletten Umstellung des Elvis-Programms in einer Elvis-Show. Um diese Show soll es heute gehen, vielleicht die ungewöhnlichste Elvis-Show überhaupt. 19. August 1974, wir gehen nach Las Vegas, ihr seid mit dabei, alle Hintergrundstories zu dieser einmaligen Show. Nach dem Intro legen wir los. Elvis Presley. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von In Elvis Veritas. Ich bin Gerd und In Elvis Veritas, das ist euer Kanal für Elvis-Fans in deutscher Sprache. Toll, dass ihr wieder mit dabei seid. Vergesst nicht, dass ihr gleich mir ein Gefällt mir da lasst, ein Abo, sofern ihr es noch nicht getan habt, und die Alarmglocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Vielen Dank. Ja, ich habe euch ja immer mal wieder gebeten, auch Vorschläge zu machen, was ich denn so in meine Videos einbauen solle. Und heute möchte ich mal einen Vorschlag aufgreifen, und zwar von einem User, der sich nennt Elvis29MPS. In dem Zusammenhang hätte ich gleich mal eine Bitte, wenn ihr das in die Kommentare reinschreibt. Ihr müsst ja nicht euren kompletten Namen angeben, aber schreibt vielleicht noch wenigstens den Vornamen mit dazu, denn wenn ich dieses Kürzel des YouTube-Kanals sagen muss, hört sich das doch etwas merkwürdig an, und ich möchte doch euch gerne auch mit eurem Vornamen anreden, und ihr bleibt ja trotzdem anonym, die Anonymität bleibt gewahrt. Wie dem auch sei, Elvis29MPS, er ist sozusagen der Ideengeber für diese heutige Ausgabe von In Elvis Veritas, wo wir nach Las Vegas gehen in das Summers Festival von Elvis, in die denkwürdige Opening Show. Ja, lasst uns zunächst kurz einen Rückblick machen, was war im Jahr 1974 los. Das Jahr 1974 war neben dem Jahr 1977 das einzige Jahr in den 70er Jahren, in dem Elvis Presley nicht ein einziges Mal im Tonstudio war. Er war dafür umso mehr auf Tournee. Das Jahr 74 begann im Januar und Februar mit der üblichen Elvis-Konzertreihe im Las Vegas Hilton Hotel. Insgesamt 29 Shows wurden in diesem Zeitraum gegeben. Kurz danach ging Elvis bereits auf Tournee. 24 Shows gab er in dieser Tournee, darunter das legendäre Memphis-Konzert, das auch von RCA mitgeschnitten wurde. Wir kennen es alle auf dem Album Elvis Recorded Live on Stage in Memphis. Danach folgte eine weitere Tournee mit nur 5 Shows. Elvis hatte ein paar gesundheitliche Probleme. Die Tournee war sehr, sehr kurz. Im Mai war er dann zu Gast am Lake Tahoe in Del Reps Sahara Tahoe Hotel und gab dort insgesamt 22 Shows. Gefolgt von einer weiteren Tournee im Juni und im Juli mit jeweils 25 Shows. Also ihr merkt schon, Elvis war eigentlich ständig auf der Bühne. Und so ging er in die Sommerpause mit insgesamt 105 Shows, die er in diesem Jahr bereits gegeben hatte. Ja, und so war der Sommer 74, etwas entspannt mit ein paar erholsamen Tagen. Linda Thompson war zu Gast im Haus. Sie hatte Graceland komplett umrenoviert, und sie ging gemeinsam mit Elvis sogar mal einkaufen. Bei Tageslicht gibt es ein kleines Amateurvideo. Schauen wir uns kurz mal an. Ja, und dann bereits am 14.08. startete Elvis mit den Proben für diese Las Vegas Konzertreihe. Vom 14. bis 16.08. 3 Tage wurde geprobt. Ein Tag davon, der 16.08., wurde mitgeschnitten, allerdings nicht offiziell von RCA, sondern man ließ einfach eine Kassette mitlaufen, wie man das öfter gemacht hat, sodass wir doch einen interessanten Einblick bekommen, was Elvis in dieser Konzertreihe vorhatte.
Wie ich eingangs schon erwähnte, lagen ihm die Kritiker in den Ohren, die sagten, wird er denn immer wieder das Gleiche bringen? Und so war es ihm daran gelegen, neue Songs zu bringen, vielleicht Songs, die er überhaupt noch nie gebracht hat, live auf der Bühne. Und dafür musste natürlich geprobt werden. Es sind viele Stücke auf diesen Proben zu hören. Ich möchte jetzt nicht auf alle eingehen, das würde den Rahmen dieses Videos komplett sprengen. Aber ich möchte mal einen Song herausgreifen, den er geprobt hat, aber leider nicht gesungen hat live. Your Love's Been a Long Time Coming, ein Song, den er ein Jahr zuvor in den Stax Studios aufgenommen hat. Und wir hören mal in diese sehr interessante Probenversion dieses Songs hinein. Baby, your love, been a long time coming. Baby, your love, got a hold on me. Ja, kommen wir jetzt zur Show selbst. Elvis wollte alles anders machen und das tat er auch. Die Show begann nicht mit dem üblichen Also sprach Zarathustra mit dieser Eröffnungsfanfare, sondern Ronnie Tutt legte los mit dem Trommelwirbel und die Show startete auch nicht mit CC Rider, wie man das gewohnt war von Elvis, sondern er legte los mit Big Boss Man. Big boss man, can't you hear me when I call? Danach stellte sich Elvis vor als NBC Peacock. Ich musste erst mal recherchieren, was er damit überhaupt meint, aber NBC Peacock, das war dieses Symbol des NBC-Fernsehens und das ist ein Pfau, also ein Peacock ist ein Pfau und er stellte sich vor als dieser NBC-Pfau, der da immer im Fernsehen eingeblendet wird. Warum er das gemacht hat, keine Ahnung. The following program is brought to you in living color on NBC. Ja, und so treten wir ein in eine Show, die unglaublich viele Überraschungen bringt. So hören wir allein in dieser Show 6 Premieren, also 6 Songs, die Elvis zum ersten Mal live auf der Bühne brachte. Und 2 davon sollte er bedauerlicherweise danach nie mehr live auf der Bühne bringen, aber dazu gleich mehr. Der erste Song, der komplett neu war und auch leider nur einmal gesungen wurde, war eine echte Rarität. Down in the Alley, ein Song, den er 1966 aufgenommen hatte. Er war als Bonussong auf dem Spin-Out Soundtrack Album verramscht worden, möchte ich mal sagen, diese großartige Aufnahme. Und auch hier ist eine tolle Live-Fassung dabei mit richtig viel Elan, mit richtig viel Schwung. Down in the alley, just you and me. We're going ballin' till 3:30. And just rockin' and reelin', we'll get that feeling. Down in the alley, just you and me. Kommen wir als nächstes zu Good Time Charlie's Got the Blues. Für mich persönlich, das nehme ich gleich mal vorweg, das Highlight dieses Konzerts. Eine wunderbare Ballade in den Stax Studios aufgenommen. Wie gesagt von Elvis, nur in dieser Show live gesungen. Und welch eine großartige Fassung, die aus meiner Sicht sogar noch die Studiofassung deutlich übertrifft. Wir hören Elvis sehr engagiert, sehr leidenschaftlich. Wir hören wunderbar den Background-Gesang. All das fügt sich zu einem tollen Erlebnis zusammen. Some gotta win, some gotta lose. Good time Charlie's got the blues. Ja, eine weitere Premiere war der Song It's Midnight. Auch hier, das war ja eine Single gewesen, eine tolle Ballade, wie ich finde, die hier auch großartig gesungen wird, mit unheimlich viel Elan von Elvis. Und diesen Song hat er auch tatsächlich in den weiteren Shows im Programm behalten, hat ihn nicht wieder rausgeworfen. Gott sei Dank, muss man sagen, wenngleich ich mir natürlich auch die anderen Songs gewünscht hätte, dass wir die noch öfter hören. It's getting late and I know that's when I am weak. Funny how things have a way of looking so much brighter in the daylight. Ja, und die nächste Premiere folgt mit If You Talk in Your Sleep, dieser funky Titel, der Elvis einen Top 20 Hit, Platz 17 glaube ich war es, in den Charts verschafft hat.
Und dieser großartige Song wird hier auch etwas langsamer genommen, als er in der Studioeinstellung ist. Und Elvis hat zu diesem Song immer seine Karate-Bewegungen gemacht. Ja, und wir hören eine tolle Fassung. Für meinen Geschmack, wie gesagt, ist sie etwas zu langsam. Ich hätte sie mir etwas schneller gewünscht, aber das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Ihr könnt gerne in die Kommentare wieder eure Meinungen zu den Songs, zu dem, was ich sage, reinschreiben. Wie immer, macht das gerne. If he should ever wake up, be sure his story is straight up. If you talk in your sleep, don't mention my name. If you walk in your sleep, forget where you came. Ja, als nächstes kommt Elvis zu Never Been to Spain, ein Song, den wir kennen, den er oft live gesungen hat, aber hier haben wir es tatsächlich mit der letzten Live-Version dieses Songs überhaupt zu tun, 19.08.74, Never Been to Spain, und er kündigt diesen Song mit den Worten an, ich übersetze es gleich auf Deutsch: Ich habe schon vieles in meinem Leben gemacht, aber ich war noch nie Never been to Spain. Ich war noch nie in Spanien, was ja auch stimmte. You know, I've done a lot of things, you know, in my lifetime, but I've never been to Spain. Man überhört gerne eine Stelle, die schon sehr, sehr böse ist. Es kommt ja in dem Song die Stelle vor, but I kinda like the Beatles. Ich mag irgendwie die Beatles. Und er singt diese Stelle und sagt dann, but I don't. Ich mag sie nicht. Gut, da würde ich ihm jetzt allerdings widersprechen. Aber interessant, dass man das hört. Man überhört es sehr gerne, man muss genau hinhören. Diese Stelle ist aber sehr bemerkenswert. But I kinda like the Beatles, but I don't. Ja, eine Premiere erlebt auch der Song Softly As I Leave You, diese Ballade, die davon handelt, von einem Mann, der im Sterben liegt und seine Frau liegt am Sterbebett sozusagen, schläft ein, er kann sich nicht mehr verabschieden, schreibt auf einen Notizzettel die Worte drauf und dann spricht Elvis diese Worte und Cheryl Nielsen singt das Ganze. Wir haben hier tatsächlich die erste Live-Premiere von diesem Song. Und die, möchte ich mal behaupten, ist aus meiner Sicht von denen, die ich bisher gehört habe, die beste. I will leave you. Ja, die nächste Premiere ist Promised Land, dieser Kracher aus den Stax Studios, der Elvis auch ein Top 20 Hit eingebracht hat. Großartige Fassung, stark gesungen, tolles Gitarrensolo von James Burton. Play it again. Wie das bei Opening-Shows oder generell bei Elvis Las Vegas Shows üblich war, waren natürlich immer auch prominente Gäste im Publikum. An diesem Abend konnte Elvis 2 Gäste begrüßen. Da möchte ich auch mal kurz darauf eingehen, weil es 2 sehr interessante Gäste sind. Der eine ist der berühmte Schauspieler Telly Savalas. Wir kennen ihn alle in Deutschland aus der Fernsehserie Einsatz in Manhattan. Da war er nämlich Lieutenant Kojak. Ja, und dieser Telly Savalas, Elvis erklärt, wo er ihn kennengelernt hat, das macht er auch nur in dieser Show. Er hat ihn nämlich 2 Jahre vorher schon mal 1972 in Las Vegas vorgestellt, jetzt wieder, und diesmal sagt er, dass er ihn schon sehr lange kennt. Er hat ihn nämlich auf dem Filmset von Kid Galahad damals besucht, das war im Jahr 1961. And he's been a friend of mine for a long, long time. He came on a movie set when I was doing a movie called Kid Galahad. Ja, und ein weiterer berühmter Künstler, zumindest Amerika in dieser Zeit berühmt, heute der Name sagt uns wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel, ist ein Deutsch-Amerikaner, Gunther Gebel-Williams. Er ist ein Tiertrainer gewesen, und zwar hat er Löwen trainiert.
Und Elvis scherzt ein bisschen, dass er sagt, dass er jetzt heute Nacht neben den Löwen schlafen muss. Okay, kleiner Scherz am Rande. Aber dieser Gunther Gebel-Williams, wie gesagt, ein Deutsch-Amerikaner, der ausgewandert war, der dann in den 70er Jahren die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen hatte, war in Amerika ein Superstar zu dieser Zeit mit seinen Tiershows, mit Löwen, mit Elefanten. Interessant ist auch in dieser Show der Titel My Baby Left Me. Insgesamt wurde dieser Song in den 70er Jahren von Elvis nur 6-mal gesungen. Eine Fassung davon haben wir hier. Wir haben den Song aber auch glücklicherweise auf Elvis Recorded Live on Stage in Memphis. Auch dort ist der eine Rarität. Ja, kommen wir allgemein zur Show. Die Show wurde erstmals veröffentlicht für den breiten Markt. Der Soundboard-Mitschnitt im Jahr 1994 gab es von Fort Baxter eine CD, die habe ich mir damals auch gekauft und das war damals schon sensationell, diese Show in doch recht guter Qualität zu bekommen. Mittlerweile gab es mehrfache Veröffentlichungen. Im Jahr 2008 hat sich FTD dieser Show angenommen und hat, wie ich finde, eine klangqualitativ gute Version dieser Show herausgebracht. Kommen wir zum Sound. Generell ist es so, wie gesagt, es ist ein Soundboard-Mitschnitt, es ist kein RCA-Mehrspurkanal-Aufnahme gewesen. Aber was mir auffällt ist, die Aufnahme ist extrem basslastig. Duke Bardwell war zu der Zeit Elvis Bassist, Jerry Scheff hatte pausiert in dieser Zeit und er ist ganz, ganz laut im Vordergrund zu hören. Es ist ja immer so, die Abmischung des Soundboards richtet sich ja immer nach den räumlichen Gegebenheiten. Soll heißen, wenn ich im Showroom des Hilton Hotels bin, muss ich ganz bestimmte Abmischungen vornehmen, dass der Sound entsprechend klingt. Warum hier der Bass so laut aufgedreht wurde, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das im Showroom sich gut angehört hat. Es waren ja hier schließlich Profis am Werk. Aber wenn wir die Audioaufnahme hören, die rein vom Mischpult abgenommen wurde, dann ist der Bass definitiv zu laut. Das gleiche gilt übrigens auch für J.D. Sumner und die Stamps, speziell für J.D., so gern ich ihn höre, aber er ist an vielen Stellen schlicht und einfach zu laut und übertönt manchmal sogar Elvis. Aber wie gesagt, die Toningenieure im Hilton Hotel werden sich was dabei gedacht haben, warum sie so abgemischt haben an diesem Abend. Als die Show zu Ende ging am nächsten Tag, kehrte Elvis bereits wieder zu seinem Standardrepertoire zurück, bedauerlicherweise. Warum? Weil er der Meinung war, der Applaus war nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Gerade die neuen und eher ungewöhnlichen Songs kamen beim Publikum nicht so gut an, das war zumindest seine Wahrnehmung. Vielleicht hätte er auch nur nicht ganz so viel ändern sollen, sage ich jetzt mal, und vielleicht es auch nicht in der Opening Show machen, wenn nämlich die ganz normalen Fans, die ja oft mehrere Konzerte hintereinander besucht haben, sich in Las Vegas sozusagen einquartiert haben für eine Woche oder länger, wäre vielleicht dieses Programm besser angekommen. In der Opening Show sind Stars, ich habe 2 vorhin vorgestellt, ja, und was erwarten die natürlich? Die erwarten, dass sie Elvis erleben mit seinen großen Hits und seinen großen Songs. Vielleicht war das auch der Zeitpunkt einfach nur nicht optimal gewesen. Wie dem auch sei, es ist bedauerlich, aber Elvis hat trotzdem in dieser Konzertreihe noch einige gute Shows abgeliefert und er kehrte allerdings zum Standardrepertoire zurück. Das heißt, es ging am nächsten Tag schon wieder weiter mit CC Rider, mit I Got a Woman, Amen, Love Me, If You Love Me, Let Me Know. Wir kennen das alle, was dann über Jahre hinweg bis 1977 sozusagen sein Standarderöffnungsblock war. Bedauerlicherweise, wie ich finde, so gern ich das alles höre, aber man hätte sich doch etwas mehr Abwechslung gewünscht. Vielleicht hat auch das Publikum am 19.08.74 das ganze Ding einfach nur vermasselt. Eine kurze Szene noch am Rande. Einen Tag später, am 20. September, traf Elvis auf einen seiner ganz großen Lieblingsstars, den er sehr verehrte. Nicht nur wegen seiner Stimme, die außergewöhnlich war, sondern auch wegen seiner Bühnenshow. Er hat auch einiges von ihm sich abgeschaut, das hat er selbst so zugegeben. Und zwar war das Jackie Wilson. Jackie Wilson, bekannt, Reed Petit, Lonely Teardrops und Your Love's Lifting Me Higher and Higher. That's why you love me. Keep on loving you.
Soweit zu dieser außergewöhnlichen Show. Mein Fazit: Man hätte sich öfter solche Shows gewünscht, aber wir müssen mit der einen Vorlieb nehmen, wie dem auch sei. Elvis live zu hören ist ja fast immer eine große Freude und das gilt eigentlich für fast alle Shows. Dennoch freut man sich gerade als Fan, wenn man mal eine außergewöhnliche Show hat. Danke für euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Schreibt wieder fleißig in die Kommentare rein zu dieser Show, zu diesem Video, aber auch weiterhin Ideen. Ich sammle gerne eure Wünsche und Anregungen und werde sie auch nach und nach versuchen umzusetzen. In diesem Sinne, Dankeschön, eine gute Zeit, eine gute Woche euch. Bis zum nächsten Sonntag. Long live the King.